Unsere Grünlandflächen liegen in gepolderten Flächen, die aktiv per Pumpe entwässert werden. Es sind Flächen, die sind durch vielerlei Gräben durchzogen, um dieses Niedermoor eben urbar zu machen. Heutzutage hat sich die Wasserverteilung verändert und wir haben eben mit Trockenheit zu kämpfen. Die Entwässerungsgräben werden so langsam zur Herausforderung. Die Äcker liegen in der Regel höher, sind also weniger von dem Biber betroffen. Im Grünland merken wir, dass Flächen, die bisher sehr trocken waren, sehr davon profitieren, dass es einen Biber gibt, der mal ganz unbürokratisch einen Damm baut, wo es eben ansonsten eine Genehmigung von der unteren Wasserbehörde, von der unteren Naturschutzbehörde, vom Stalu oder eine Kooperation mit dem WBV braucht. Da ist es eben schön, diesen Biber an der einen oder anderen Stelle zu haben, der eben einen Damm einbaut, sodass Wasser zurückgehalten wird. Dieses Wasser steht dann den landwirtschaftlichen Flächen rechts und links zur Verfügung. Wir leben davon, dass wir Heusilage produzieren oder dass die Rinder weiden können oder dass wir auf den Äckern etwas ernten können, was wir verkaufen können. Wir kaufen Land, wir pachten Land, damit wir auf dem Land arbeiten können, damit wir Arbeitsplätze finanzieren können, Maschinen zahlen können, die gesamte Firma finanzieren können. Das heißt, eine Produktion auf den Flächen ist unumgänglich für jeden Landwirtschaftsbetrieb. Sollte es so weit kommen, dass der Biber die Nutzung grundsätzlich einschränkt, dann muss darüber gesprochen werden, wie wir damit umgehen. Und dann muss es natürlich zum Dialog kommen mit Wasser- und Bodenverband, mit verschiedenen Behörden und gegebenenfalls anderen Beteiligten. Die Biberverordnung regelt vor allen Dingen Bereiche, die infrastrukturell relevant sind, also Klärwerke, Bahndämme. Und in der Biberverordnung gibt es noch einen extra Absatz, von dem bisher sehr wenig Gebrauch gemacht worden ist. Und zwar nämlich die Möglichkeit, dass man auch Ausnahmeregelungen finden kann außerhalb dieser entsprechenden Strukturanlagen. Und zwar hat ja manch ein Landwirt zum Beispiel Landschaftspflegeverträge mit dem Stalu. Und da kann es zum Beispiel auch mal dazu kommen, dass der Landwirt diesem Pflegevertrag nicht nachkommen kann, weil der Teil der Wiese, den er pflegen muss, vom Biber überschwemmt wurde. Dann wird die untere Naturschutzbehörde mit ins Boot gezogen. Und im schlimmsten Fall ist tatsächlich die Pflegeperiode für den Landwirt schon gelaufen, bevor diese Fläche wieder frei von Wasser ist. Da wäre es zum Beispiel auch wünschenswert, dass es dort bessere Anpassungen gibt, sodass der Landwirt sich genauso ein Biberrevier anerkennen kann als Landschaftspflege wie die Pflege selbst mit der Maschine. Es ist ja auch unsere Aufgabe, für den schadlosen Wasserabfluss zu sorgen. Der Gegenpart zu den Starkregenereignissen sind natürlich auch die Sommertrockenheiten. Und da muss ich sagen, tatsächlich bin ich ein großer Befürworter. Und grundsätzlich ist es ja auch so, dass wir als Wasser- und Bodenverband auch sehr viel beobachten. Also wir sind jetzt ja nicht gleich und sagen, hier ist ein Damm und der muss sofort entfernt werden. Wir wollen wirklich darüber reden, dass wir das Ganze einfacher gestalten für alle Parteien. Sowohl für die Landeigentümer, Pächter sowie die Landwirte und ansonsten auch für uns als Wasser- und Bodenverbände eine bessere Zusammenarbeit mit der unteren Naturschutzbehörde hinzubekommen und auch deren Arbeit irgendwo zu optimieren. Die Gesetze sind so formuliert, dass es für jeden Biber tatsächlich eine Einzelfallbetrachtung braucht. Aber wir haben über 2000 Biber im Kreis Vorpommern-Greifswald alleine. Das irgendwie auf 10 Personen aufgeteilt oder 15, kann man sich vorstellen, was das für ein Verwaltungsaufwand ist. Bis 2023 gab es bei uns im Land ja tatsächlich das Bibermanagement. Die haben die Dämme eingemessen, die haben den Wasserstand bemessen und haben genau dann mit den unteren Naturschutzbehörden eine Regelung gefunden. Seit 2023 wird dieses Bibermanagement aber nicht mehr finanziert. Vom Prinzip her ist es jetzt also so, dass eine Aufgabe, die bis 2023 abgedeckt war, im Augenblick von Leuten erfüllt wird, wie den Wasser-Boden-Verbänden oder den Naturparken, die ressourcentechnisch aber gar nicht dafür vollständig ausgestattet sind. Ich kann es mir ganz gut vorstellen, dass man mit Brewalding-Oder-Delta als NGO einen ganz guten Partner hier vor Ort dazu gewinnen kann. Dieses Jahr waren wir Mitausrichter des Bibertags.
50 Jahre Jubiläum, die Rückkehr des Bibers, haben dort quasi Leute eingeladen aus dem ganzen Land, die Wissen über den Biber versammeln und dort quasi eine Plattform geschaffen, gemeinsam mit dem Land, auf der ein Austausch stattfinden konnte. Und Biber-Notfall-Set haben wir zum Beispiel eingerichtet. Da kann man sich bei uns einen Stromzaun ausleihen, um vielleicht erstmal präventiv zu arbeiten bei Biberfraßschäden und solchen Geschichten. Und natürlich auch weiterführende Aufklärung. Im Moment zum Beispiel beschäftigen wir uns sehr stark mit langfristigen Lösungen, Flächensicherung, Kunstbau für Biber vielleicht an gefährdeten Stellen, genau, solche Aufgaben. Da gab es für mich einen absoluten Aha-Effekt, und zwar diese Geschichte in der Schweiz, wo sie künstliche Baue in die Deichanlagen einbauen. Ich bin auch noch ehrenamtlich im Wasser- und Bodenverband aktiv, und da haben wir erhebliche Probleme hier auf der Insel Usedom mit den Bibern, die in den Deich gehen. Unsere Landwirte sind für Natur-, Klima- und Artenschutz. Aber das muss halt ökologisch und ökonomisch Sinn ergeben. Dass die wiedervernässten Lebensräume wesentlich mehr Arten mit sich bringen, ist uns auch bewusst als Landwirt. Ich freue mich, hier beitragen zu können zur Versachlichung der Diskussion um den Biber. Denn da gibt es ja zwei Lager. Die einen lieben ihn und die anderen hassen ihn durchaus. Jede Seite vergisst doch auch die Argumente der anderen zu berücksichtigen. Und ich denke, wir sollten den Biber umfassender denken. Denn er tut natürlich Dinge, die er nicht tun sollte, aber er tut in großem Maße Gutes für die Allgemeinheit, indem er Wasser zurückhält. Ganz wichtig in Zeiten des Klimawandels. Und diese Seiten möchte ich mal beleuchten und eben anregen, dass man eben beides bilanzieren sollte und eben einen Lastenausgleich machen, denn manche haben einen Nachteil vom Biber. Die Allgemeinheit profitiert, und wenn die Allgemeinheit diese Biberleistungen, die es ergibt, haben möchte, dann sollten dann nicht Einzelne auf ihren Problemen sitzen bleiben. Wenn man vorausschauend handelt, muss nicht unbedingt heißen, dass der Biber unsere Lebensräume wegnimmt, sondern man kann ja schon koexistieren, wenn man dem Biber den nötigen Raum gibt und ihm auch die nötigen Lebensräume quasi vorbereitet, dann kann man ihn natürlich auch leiten, anstatt ihn quasi immer zu vertreiben und zu sagen, hier darfst du nicht hin, kann man ja auch in Koexistenz das für ihn vorbereiten. Zu guter Letzt müssen wir uns auch irgendwann tatsächlich der Debatte öffnen, dass diese Art hier ein Pensum erreicht hat, in der man über Entwicklungskorridore sprechen kann. Wo soll Kulturlandschaft sein und wo soll Naturraum sein und wo soll der Biber sich auch frei entfalten können und wo sollen wir Menschen die Grenzen aufzeigen? Am Ende sind wir alle abhängig davon, dass Natur gesund bleibt. Wir müssen einfach auch ganz klar anerkennen, dass der Biber auch ganz effektiv Naturraum schafft. Artenvielfalt ist höher in Biberrevieren, es gibt mehr Fische, mehr Libellen. Und wir haben einfach mittlerweile erkannt, dass eine hohe Artenvielfalt in der Regel auch eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen Probleme in der Natur oder Katastrophen führt. Wenn wir langfristig Teil dieses Planeten, dieser Natur bleiben wollen und miterhalten bleiben wollen, müssen wir auch die Natur ein Stück weit erhalten, damit wir auch weiter diese Ressource für uns mitnutzen können.